herzlich willkommen bei dem Podcast Quint-E. Eine neue Folge steht bevor und diesmal, übrigens, mein Name ist Beatrice Bürger. Diesmal habe ich dir etwas ganz Besonderes mitgebracht und zwar mein Handwerksgepäck. Also ein Teil von dem, was ich seit über 12 Jahren mittlerweile tue. Und zwar ist der Titel der heutigen Podcast-Folge 3 simple Schritte zu mehr Klarheit in deinem Leben. Und wie kann es nicht anders besser sein, als Tipps von jemandem zu bekommen, der strukturiert und als Office Manager in die Firmen reingeht und guckt, wo können Sachen optimiert werden, wie kann man Zeit einsparen, wie wird Personal effektiv eingearbeitet, etc. etc. Ich erzähle gleich ein bisschen Näheres davon. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Spaß. Schnapp dir einen Stift und einen Zettel und wenn du möchtest, notiere dir das eine oder andere. Und ich freue mich, dass du da bist. Genieße es und bis gleich. Wahnsinn! Ein Blick auf den Kalender verrät mir, dass wir Sommer 2018 haben. Und ich weiß ja nicht, wie es dir ergeht, aber ich finde, dass das Jahr schon wieder so schnell vorbeigeht. Das halbe Jahr ist schon wieder rum. Und klar ist es, wenn man zurückblickt, jedes Jahr irgendwie so, die ersten 3 Monate sind schon vorbei oder Wahnsinn, die Kinder sind schon so groß geworden. Wenn jemand Kinder hat, dann ist das immer so unglaublich schnell, wie sie wachsen und gedeihen. Ich habe noch keine Kinder und dennoch geht es mir fast genauso, wenn ich einmal meine Augen schließe und zurückdenke, wann ich beispielsweise mein Gewerbe angemeldet habe. Wow, 2006 war das. Und damals tickten die Zeiten, also die Uhren, die tickten damals noch anders. Also was sich in den letzten 12 Jahren alleine verändert hat, auch im digitalen Bereich, das ist unglaublich. Und unabhängig davon, dass ich bis vor einem Jahr noch ein Neandertaler in dieser digitalen Welt war, ein Fossil, jemand aus meinem Umfeld, der hat mich ein Fossil genannt. Also von daher, alleine 12 Monate sind schon unglaublich, was da passieren kann. Und ja, die Zeit rennt. Wir haben 2018 und nun denke ich mir, dass es an der Zeit ist, einen Quantensprung zu machen und dich zurückzuholen zu dem, was ich professionell quasi beruflich mache. Und zwar ist das im Großen und Ganzen Office Management. Und damals, als ich mein Gewerbe angemeldet hatte, 2006, also Office Management heißt im ursprünglichen quasi, in dem altdeutschen, verständlichen Büro-Organisationsservice. Und die Idee dahinter war auch komplett neu. Die ist ähnlich wie jetzt, dass man einfach also ich springe ins kalte Wasser und realisiere mein eigenes Projekt Quint-E. Es ist was Neues, es ist was Unbekanntes und man überschreitet gewisse Grenzen, die man vorher hatte. Und damals war das bei mir genauso, denn ich war 23. Ich war 23 und habe mein Gewerbe angemeldet. Wow, also für viele in dem Alter, die guckten mich dann an und fragten, wie jetzt? Und irgendwie war das für mich so sonnenklar. Es war natürlich schwierig, ich hatte auch Angst und ich bin jetzt im Nachgang super, super dankbar, dass ich mutig war und es getan habe. Denn es war eine Zeit, wo ganz viele mehrere Jobs hatten. Ne? Das gab Zeiten, da hat der Hauptjob, der Vollzeitjob nicht mehr ausgereicht und dann gab es Leute, die haben einen Zweitjob angefangen, einen Drittjob und mir ging es ja ähnlich. Und dann kam das mit Hartz IV und diese ganze Umstrukturierung in der Wirtschaft, in der Politik, in dem ganzen Alltagsgeschehen. Das war wahnsinnig anstrengend für viele und für mich war es ein Moment, der meinem Leben einfach eine gewisse Richtung zeigte und ich mich entschied, okay, ich mache das jetzt. Ich mache das und bin halt jetzt so dankbar dafür, dass ich das durchgezogen habe, auch obwohl ich nicht wusste, was passiert. Ich hatte keine Ahnung, wie das funktioniert, selbstständig zu sein, eine Firma zu gründen, Finanzen, Steuern, das ist mir alles so. Natürlich habe ich das gelernt. Ich habe gewisse Werkzeuge mitbekommen und ich war auch in Unternehmen schon tätig, aber es war
Es ist komplett was anderes, wenn man das allererste Mal wirklich eine Entscheidung für sich selber trifft und selbstständig ist. Also ähm, ja, ich denke mal, der ein oder andere kann das bestätigen, dass es nochmal komplett was anderes ist, für sich selber etwas zu tun, als für eine andere Firma. Und ja, ab ins kalte Wasser hieß es also damals auch schon bei mir. Und in den letzten Jahren ist so viel passiert. Ich habe so viel gelernt. Ich habe so viel gesehen und ich bin so dankbar dafür, weil, weil diese Zeit das mittlerweile auch immer mehr zulässt. Damals habe ich mindestens 20 Sätze gebraucht, um zu erklären, was ich überhaupt anbiete, was ich überhaupt mache. Und für die Leute war das eher unverständlich, dass sie dass sie es nicht begriffen haben, dass ich eine solche Dienstleistung als freier Mitarbeiter anbieten kann. Mittlerweile sprießen sie so aus dem Boden wie die Pilze und es gibt Office Management sogar als Studienfach seit ein paar Jahren schon. Wahnsinn, ich finde das total toll. Und 2006, wie gesagt, war das alles sehr einfach gehalten und ja, ich habe glücklicherweise Projekte und Unternehmen betreut, die sich getraut haben, das zuzulassen, dass ich da reingehe und für sie organisiere und verwalte. Ich mache Veranstaltungsorganisation, Personal Assistant, die rechte Hand beispielsweise von einem Geschäftsführer, dass projektbezogen Dinge nach oben gezogen werden, strukturiert werden, Personalmanagement. Leute einladen, gucken, dass die Profile mit der Stellenanforderung übereinstimmen, Bewerbungsgespräche führen oder auch einarbeiten, ne, die Bewerber einarbeiten, wenn sie denn genommen werden sollen. Oder auch Promotion-Teams organisieren, Veranstaltungsorganisationen. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und gewisse Werkzeuge kann man überall verwenden. Es ist branchenungebunden und jedes Unternehmen hat in der Regel ein Telefon, es gibt Geschäftskorrespondenz, es gibt vertragsrelevanten Schriftverkehr, es gibt so viele Sachen, die E-Mail-Korrespondenz, die DIN 5008, die man quasi beachten darf und Sachen, die überall angewendet werden. Also von daher bin ich super glücklich, dass ich diese Tools nutzen kann, branchenübergreifend und auch international arbeiten kann. Also dadurch, dass ich Fremdsprachensekretärin quasi gelernt habe, Englisch ist gar kein Problem. 2007 begann ich dann sogar Spanisch mir selber beizubringen, also wirklich jeden Tag konsequent eine halbe Stunde Minimum zu lernen mit einem Buch, mit einer CD. Überall klebten Post-its von mir in der Wohnung verteilt, Fenster, Stuhl, Tisch, Computer, alles Mögliche. Und es hat mir alles geholfen. Und wenn man selber wirklich etwas will und es von Herzen her macht, dann geht das. Dann geht das ganz anders, als wenn man irgendwo sitzt, wie in der Schule oder so, und es machen muss. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Und es ging viel leichter rein, es ging viel leichter rein und irgendwann wird man auch sicherer. Und ja, Französisch habe ich auch gelernt, aber das gebe ich nirgendwo an. Also von daher, nein, danke. Verstehen, ja, einige Sachen, aber sprechen, da bevorzuge ich lieber Englisch und Spanisch. Ja, so, international tätig, beispielsweise auch im Destination Management. Und das ist etwas, was mir sehr großen Spaß bereitet, nämlich in die Destination zu reisen. Also im Tourismus ist das beispielsweise sehr gängig, dass ich für Reiseveranstalter in der Destination vor Ort bin und als allererste Ansprechpartnerin für die Gäste, für die Reisegäste, die dort also die schönste Zeit ihres Jahres verbringen, zu gucken, dass alles seinen Gang geht. Das heißt, ich bin die erste Ansprechpartnerin für alle möglichen Fragen, für Beschwerdemanagement. Ich habe den direkten Kontakt täglich mit dem Hoteldirektor und mit dem Restaurantchef und gucken, dass wirklich alles so auch läuft, wie es den Gästen verkauft wird. Ne? Dass die Reisebusse in Ordnung sind, gucken, dass die Reiseleiter ihren Job machen, dass die Ausflüge so sind, wie sie auch angeboten wurden. Und das sind ja saisonale Einsätze, temporär, die einfach, also da ist man ja auch teilweise 7 Tage die Woche rund um die Uhr wirklich non-going on the road. Man ist die ganze Zeit präsent und
ja, ich liebe das. Ich liebe das, Destinationen auch aufzubauen und zu strukturieren und gucken, dass das einfach alles für beide Seiten oder für mehrere Parteien, für alle Beteiligten, dass das Schönste und das Beste bei rauskommt. Qualitativ, quantitativ und ja, so viel erstmal zu meiner Seite. Und dadurch, dass ich dich heute ein wenig mitnehme, zu gucken, dass du an diesem Know-how, an diesem Wissen, was ich hier habe, auch etwas für dein Leben umsetzen kannst, dachte ich mir, ich mache heute mal eine Podcast-Folge, die dir mehr Klarheit in deinem Leben bringt. Denn ja, 12 Jahre ist ja nicht einfach so mal nebenbei, ja, ich lerne mal für eine Woche irgendwie so einen Crashkurs, sondern das ist fundiert, das ist einfach da. Also wenn mich jemand buchen möchte, du kannst auch auf meiner Internetseite www.beassisted.com, also b-assisted.com schauen, kann man mich buchen und das ist alles, ja, es macht mir einfach Spaß. Hinzu kommt, dass ich halt die Leidenschaft des Tanzes mit hinzubringe. Also ich habe ja ursprünglich Ballett studiert und gibt da einfach ein ganz anderes Gefühl mit rein. Also ich gucke auch, dass optisch gewisse Sachen eine Repräsentanz finden, ein gewisses Gefühl übermitteln und ja, natürlich auch vor Ort, wenn man irgendwo ist, zu repräsentieren. Und diese Art und Weise, wie man einfach kommuniziert und sich bewegt, das ist so viel wert. Also glücklicherweise habe ich viele Referenzen, viele Kunden, die damit sehr dankbar sind und sehr glücklich sind und mich gerne wieder buchen. Also von daher drehen wir jetzt den Spieß mal um. Ich bin jetzt für dich da und ich möchte dir gerne 3 Tipps für heute mitgeben, die du für dein Leben umsetzen kannst, damit du mehr Klarheit zu dir zurückbringst, also für dich und für dein Leben. Und das ist jetzt ein Ausschnitt aus einem eigentlich riesengroßen Spektrum, aber das müssen wir jetzt mal ein bisschen kurz halten, weil der Podcast ja nicht zu lange werden sollte. Und wir fangen einfach mal bei dir an. Und da kannst du dich einfach mal hinsetzen mit einem Stift und Zettel und vielleicht packst du dir jetzt einfach auch einen Stift und Zettel beiseite, dass du gewisse Sachen dir mitschreiben kannst. Ähm, und wir fangen bei dir an mit den Fragen, wo stehst du heute? Also der erste Schritt ist quasi, mache eine Bestandsaufnahme. Ja, mach eine Bestandsaufnahme von dir und dein Leben, wie es heute und jetzt ist. Denn ich sage jetzt mal im Office-Management-Bereich, ne, da ist ja auch so, dass ich zum Kunden gehe und je nachdem, was für Herausforderungen dort gemeistert werden dürfen, gehe ich rein und gucke, okay, was will er von mir, wo steht er gerade, wo will er hin? Diese ganzen Fragen, die kennen einige von euch sicherlich, weil es ja unter Umständen auch Geschäftsleute geben kann, die meinen Podcast hören und Menschen, die im Grunde wissen, wie die Welt funktioniert. Aber ich ganz bewusst nochmal da jetzt reingehe, weil es sich so oft wiederholt und ich bei jedem Kunden irgendwie merke, dass da gewisses Chaos herrscht oder Unordnung oder Termindruck. Ja, die Gedanken, die überschlagen sich oftmals und man weiß nicht, wo man anfangen soll. Man weiß nicht, was man zuerst anpacken soll. Und vielleicht kennst du das ja auch selber, wenn man zu viele Sachen auf dem Tisch hat und mal hier, mal da, mal dort was macht. Und dann klingelt zwischendurch noch das Telefon, dann kommt eine wichtige E-Mail rein. Huch, da ist ja noch ein Termin, verdammt, ich bin 10 Minuten zu spät. Dann schafft man in der Regel weniger, nicht so effizient, als wenn man wirklich konzentriert eine Sache nach der anderen macht. Und deswegen beschränke ich diesen Podcast heute, also diese Folge heute auch nur auf 3 Sachen, was schon mehr als genug ist. Und das erste ist, fange bei dir an, mach eine Bestandsaufnahme und gucke, wo stehst du heute? Was hast du bislang erreicht? Und das kannst du, Achtung, Achtung, auf dein berufliches Sein, aber auch im Privaten anwenden. Ja, nur dass du das im Hinterkopf hast, dass du, also ich mache es jetzt relativ allgemein gehalten, also man schwenkt hier rein oder da rein und du bestimmst für dich, was für dich gerade akut ist, wie es dir ergeht. Wie sieht dein Alltag aus? Wo bist du routiniert und wie fühlt sich diese Routine an? Ja, es gibt Sachen wie zum Beispiel, ähm,
die du aufschreiben kannst in deinen Notizen bei der Bestandsaufnahme, ähm, wie alt du bist, wo du lebst, mit wem du lebst. Das ist jetzt im privaten Bereich beispielsweise. Ne, im beruflichen gesehen, wenn du eine Firma hast oder Angestellter irgendwo bist mit einer Führungsqualität zum Beispiel, mit Führungsverantwortung, kannst du das genauso eins zu eins ummünzen. Und was tust du? Wie sieht dein Alltag aus? Wie siehst du dich? Wie ist deine persönliche Einschätzung zu dir selber? Was sind deine Stärken? Was sind deine Schwächen? Wie sind deine Charakterzüge? Schreib dir das alles auf. Was denkst du, wie die anderen dich sehen? Ja, das ist ja immer eine Wahrnehmungssache, wie man über sich selber denkt und wie andere ansehen. Und es gibt nochmal einen Unterschied, wie du denkst, dass die anderen dich sehen. Das muss nicht heißen, dass die anderen dich so sehen. Das heißt, du kannst auch mit anderen darüber sprechen und sie einfach mal fragen, was sie von dir denken oder wie sie deine Charakterzüge einschätzen oder was sie denken, was deine Schwächen oder Stärken sind. Interview doch den einen oder anderen einfach mal. Kollegen, Freunde, Familie, Bekannte, Menschen, die dir nahe sind und die dich wirklich auch kennen können. Langjährige Freunde, und ich denke, dass Freunde genau dafür da sind, auch die Wahrheit zu sagen und nicht dir den Honig um den Mund zu schmieren. Ne? Weil diese Bestandsaufnahme ist auch dazu da, zu reflektieren. Kurze Denkpause. Ähm, Dann ist es ganz wichtig, da kommen wir später auch nochmal drauf zu. Und zwar, wie ist dein Gesundheitszustand? Ich gehe darauf jetzt, wie gesagt, nicht so detailliert ein, aber du kannst für dich ja mal drauf achten und gucken, wie du dich gerade fühlst. Ob du eine gewisse Krankheit hast, die dich begleitet, oder also jetzt oder damals, und so weiter und so fort. Ne? Was gibt es körperlich? Wie ist dein Gesundheitszustand? Was gibt es körperlich, was dich vielleicht ein wenig einschränkt? Dann mh, im Beruflichen, kurzen Schwenk, was machst du beruflich? Macht dir dein Job Spaß? Und wie sieht deine reguläre Zeiteinteilung aus, also in deinem Alltag? Wenn du jetzt mal 7 Tage die Woche hast und du guckst, okay, wie viele Tage die Woche arbeite ich? Du kannst dir gerne mal so eine Art Zeitschiene machen und aufschreiben, wie viele Stunden du von montags bis sonntags für die Arbeit verwendest und wie viel Zeit du dir beispielsweise selber nimmst. Also damit meine ich ganz bewusste Auszeiten, wo du dich regenerierst, wo du beispielsweise zum Sport gehst oder mal Wellness machst oder einfach sagst, okay, ich gehe 3-mal die Woche meditieren oder zum Yoga oder ich gehe joggen. Schreib dir das auf in deinem 7-Tages-Sheet und guck mal, wie viel Zeit du ungefähr brauchst oder dir gibst, um deine Erledigung zu machen. Hast du Kinder? Sind da gewisse Verpflichtungen? Schreib dir das einfach wirklich alles mal auf, dass dir das ganz bewusst wird, dass du ganz klar siehst, oh, da gibt es möglicherweise sogar ein Ungleichnis, ein Verhältnis, was nicht gesund ist. Wenn du beispielsweise jemand bist, der 60, 70 Stunden die Woche arbeitet, sorry, aber dann kann das nicht gesund sein. Ja, die nächste Frage ist, ähm, wie fühlst du dich dabei? Wenn du deinen Sheet siehst und guckst von Montag bis Sonntag und deine Einteilung, geht es dir gut damit? Ich vergleiche jetzt nicht und ich richte auch nicht danach, was bei dir steht. Ich weiß das ja auch nicht, sondern du machst das für dich ganz alleine. Und deswegen frage dich wirklich ganz ehrlich, und es soll auch kein anderer sehen oder wissen, sondern nur für dich. Fühlst du dich damit wohl? Und das ist zuallererst zu erkennen der wichtigste Punkt bei der sogenannten Bestandsaufnahme. Ja, also wenn ich zum Beispiel in ein Büro gehe, ne, es ruft mich jemand an und sagt, ich brauche ganz dringend Ihre Hilfe, ich habe sie im Internet gefunden und ja, das sieht alles sehr interessant aus und ich glaube, dass Sie genau die richtige Person sind, um mich zu unterstützen. Wann können Sie denn anfangen?
Also ein paar Tage Pufferzeit bzw. Stunden wäre schon schön. Auf jeden Fall bin ichjenige, ein Mensch, der wirklich schnell dann auch versucht zu agieren und den Kunden glücklich zu machen und zu gucken, okay, passt das oder passt nicht. Dann fahre ich dahin, höre mir das alles an. Dann gibt es eine kurze Reflexion mit dem, was ich ihm bieten kann. Und dann guckt man, okay, passt man zusammen oder nicht. Wenn man sich dazu entscheidet, ja, dann wird in der ersten Phase geguckt und getestet, okay, was braucht er wirklich? Ich gehe rein, aha, okay, er braucht Personal. Situation, Personal ist weg, alles bricht zusammen, es gibt keine Struktur, sowohl in der Ablage, in der Hardware, also in der Registratur, in all dem, was im Büro quasi steht, und es gibt keine Ablage im Digitalen. Das heißt, ich finde zum Beispiel Dokumente und Ordner vor, wenn ich mich einlogge auf dem Rechner dort, sitze ich da und denke mir so, oh meine Güte, da sind Dokumente und du glaubst es kaum, die benannt sind nach, ne, was macht Word als allererstes, wenn man ein unbenanntes neues Dokument abspeichert? Dokument 1, Dokument 2, Dokument 3. Und genau eine solche Ablage habe ich vorgefunden. Ja, Wahnsinn. Da habe ich nur die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und dachte mir, wie kann das nur passieren? Ähm, Wie gesagt, ich urteile und richte nicht, das liegt mir fern. Ich bin dafür da, Struktur reinzubringen und zu gucken, okay, der Kunde, der hat hier ein riesengroßes Problem und ich realisiere etwas und setze es um. Das heißt, ich gehe dort rein, gebe eine Struktur rein, ordne das, sowohl digital als auch die Ordner, die im Regal stehen, etc. Ne? Also digitale wirklich eine Struktur erstellen, einen Stammbaum. Ähm, und alles zu sortieren, dem Kind einen Namen geben, sowohl in den Finanzen als im vertragsrelevanten Schriftverkehr, Rechnungsstellung, Kundendatenbanken anlegen und die gesamten Kundendatenbanken pflegen, Outlook, Terminierung, ja, Reiseplanung, Reisekostenabrechnung, mit dem Steuerbüro kommunizieren und wenn der Kunde irgendwelche Arbeitsmaterialien hat, also auch diese zu strukturieren, Präsentation, PowerPoint-Präsentation etc. Ähm, dann, dann die gesamte Inventur, wenn es da irgendwelche Listen gibt oder irgendwas gucken, wer kann was machen. Stellenausschreibung. Stellenausschreibung schreiben, wer könnte potenzieller Bewerber sein, wen laden wir ein. Dann werden Gespräche geführt, einmal nur mit mir, einmal mit dem Kunden selber, dass der Chef weiß, okay, nehmen wir nicht. Bauchgefühl, Achtung, Achtung, ganz, ganz wichtiger Hinweis von mir. Wenn, wenn du Bewerber hast, nimm wirklich eine Handvoll. Such dir nicht gleich den Erstbesten aus, sondern lass wirklich mehrere antanzen. Lass die alle antanzen und nimm so viel mit, wie es geht, wie es der Kalender auch zulässt. Und dann gib die ersten Aufgaben, mach gleich vor Ort Tests ähm, und dann lass es ein wenig sacken und wähle beispielsweise, wenn du 10 hast, die ersten 2 möglicherweise aus oder 3 und dann guck über eine gewisse Zeit, okay, machen sie das gut oder nicht. Wenn du diese Puffer nicht hast, dann entscheide dich für einen und zwar nicht erst in einem Monat. Also ja, das muss alles relativ schnell gehen, in Anführungsstrichen, weil auf der anderen Seite, wenn du ein richtig gutes Profil hast von einem richtig guten Bewerber und du lässt dir zu viel Zeit, lässt 2, 3 Wochen verstreichen, dann kann er schon wieder weg sein und das nächste Angebot angenommen haben und dann hast du wieder ein Problem. Ja, so, das ist meine Empfehlung. Und dann, wenn du denkst, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich ihm jetzt abgeben kann oder soll oder darf. Das erste ist Verschwiegenheitsverpflichtung unterschreiben lassen, den Vertrag fertig machen, damit du sauber bist, damit beide auf der sicheren Seite sind. Und durch die Verschwiegenheitserklärung ist es sowieso kein Problem, in Anführungsstrichen, wenn er beispielsweise gleich reingezogen wird in den buchhalterischen Bereich. Diese Angst kann ich dir also gleich nehmen und wenn du Zweifel hast, du hast alles unterschreiben lassen und du bist auf der sicheren Seite und wenn doch irgendwas sein sollte, dann hast du schwarz auf weiß was in der Hand. Delegiere. Delegiere und versuch wirklich auch loszulassen, weil die Aufgaben, die kommen nach und nach sowieso von ganz alleine. Wenn du nicht
gleich weißt, welche Aufgaben du also weitergeben sollst, mach dir nicht zu viel Druck und denke, ich brauche erst die Aufgaben und dann das Personal, sondern hol dir jemanden in dem Bereich, wo du Unterstützung brauchst und dann kommt das von ganz alleine, wirst du sehen. Ja, nächster Punkt. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen den Faden verloren, aber auf jeden Fall ähm, den Schreibtisch frei halten und ausmisten, ungefähr, weiß ich nicht, ein paar Stapel machen, 3, 4, 5 Stapel. Der erste Stapel zum Wegschmeißen, der zweite Stapel zum, okay, das ist dringend und wichtig und das muss erledigt werden und zwar von dir selber. Ein Stapel mit Sachen, die du delegierst, wo du weißt, okay, zack, das kannst du einfach weitergeben und egal, ob es jetzt Datenbankpflege ist oder ob das Kundenbetreuung ist oder ob das Telefonate sind, Termine machen etc., die Steuern vorbereiten, Belege oder was weiß ich. Ähm, ja, abgeben, delegieren und einfach ein Häkchen dran machen für den Kopf. Ne? So, das gibt es also auch auf jeden Fall. Weg jetzt mal ganz kurz von dem Schreibtisch oder von dem Büro Kram, wie ich das jetzt einfach mal so liebevoll nenne. Du kannst das 1:1 übermünzen auf dein Zuhause. Ja, also wenn du zum Beispiel so unter Druck bist im beruflichen Alltag, dass du nach Hause kommst und eigentlich nur noch so eine Routine hast wie Essen, Schlafen, Arbeiten, Essen, Schlafen, Arbeiten, Essen, Schlafen, Arbeiten. Ich kann davon auch ein Lied singen, weil es Phasen in meinem Leben gab, da hatte ich das auch. Die sind allerdings nur begrenzt möglich, diese Phasen, also dass du da gesund rauskommst, weil der Körper sich wehrt. Der Körper zeigt dir irgendwann, dass er nicht mehr kann und irgendwann rächt sich das. Irgendwann rächt sich das und dann wachst du morgens auf und fragst dich, warum du beispielsweise Rückenschmerzen hast, warum du beispielsweise auf einmal irgendeine Krankheit hast, wovon du vorher nie gedacht hättest, dass es dich mal trifft. Und du fragst dich, weshalb du ausgelaugt bist, ausgebrannt. Es gibt so ein schönes Schimpfwort, Burnout-Syndrom. Ja, also bist wirklich ausgebrannt. Dem Kind einen Namen geben. Da kommen also mehrere Faktoren zueinander, die bündeln sich und dann bist du einfach nur out of order. Und zwar nicht in dem positiven Sinne, sondern ja, so weit wollen wir es gar nicht kommen lassen. Also falls du dich dahingehend so fühlst, dann solltest du auf jeden Fall die Notbremse ziehen, weil es allerhöchste Eisenbahn ist. Und keiner gibt dir das zurück, was du hast, was du bist. Dann stell dir einfach mal vor, du hast etwas, was dir wirklich am Herzen liegt, du liebst deine Arbeit und du bist nur am Rödeln. Du bist am Ackern und am Tun und du hast kaum noch Privatleben. Und irgendwann gibst du um und denkst dir, eigentlich geht gar nichts ohne dich. Du kannst das alles nur alleine machen. Du kannst alles nur alleine machen, weil du weißt, wie es geht, weil du weißt, wie du es haben willst, weil du weißt, wie es sein soll, weil nur du weißt, wie es geht. Und stell dir mal vor, du kippst um und bist dann irgendwie einfach mal 2, 3 Wochen im Krankenhaus. Ich meine, du hast das Glück und du bist nur im Krankenhaus und bist dann wieder fit. Aber es gibt so viele Beispiele, so viele Menschen, die genau in solchen Situationen viele Schutzengel hatten und realisiert haben, dass es so nicht weitergeht. Dass es zum einen für jeden Ersatz gibt. Alle sind im Beruf beispielsweise ersetzbar. Und dann realisieren, dass sie eigentlich im Leben ganz andere Sachen für wichtig empfinden, wie ein wenig mehr Zeit verbringen mit der Familie oder doch ein bisschen mehr auf seinen Körper zu hören und Sport zu machen oder sie, ja, sie kaum noch Träume haben, weil sie gar nicht mehr sie selbst waren. Ähm, Ich sage nur Achtung, Achtung, lass es nicht so weit kommen, dass dein Körper dir irgendwann mal sagt, bis hierher und nicht weiter. Wie gesagt, ich kann da ja eigentlich ein Lied von singen, weil ich so eine Phase auch mal hatte oder mehrere Phasen davon. Ähm, aber irgendwie die Kurve gekriegt habe und deswegen realisiere ich jetzt auch mein eigenes Projekt, weil
weil ich an einen Punkt gelangt bin nach 12 Jahren, wo ich so dachte, die ganze Zeit mache ich andere Firmen, mache ich andere Unternehmen glücklich, unterstütze andere Interessen und mir macht das ja Spaß, so ist es nicht. Ich finde das total toll und ich liebe meinen Job. Aber wie ist es denn, wie es sich anfühlt? Wie fühlt sich das wohl an, wenn du dein eigenes Projekt kreierst, wenn du einfach mal etwas für dich tust und ein Projekt von vorne, vom ersten Moment an begleitest? Ja, und das hat mich motiviert. Und natürlich bin ich jetzt gerade in einer Phase, wo man mehr Energie reinsteckt, weil etwas zum Wachsen gebracht wird. Ja, das erstmal etablieren und gucken, dass es läuft und kostet Zeit, Geld und Energie und Nerven. Aber es macht so einen Spaß. Und ja, okay, zurück zu dir. Du bist beispielsweise in einem Job, der dich rund um die Uhr auslastet und du nach Hause kommst und so denkst, Wahnsinn, meine Küche, die sieht aus wie bei Hempels unterm Sofa und du hast kaum noch Zeit, irgendwie ja, Ordnung zu Hause zu halten, dann ist dieses Beispiel mit dem Schreibtisch 1:1 umzumünzen, sowohl in deinen Kleiderschrank als auch in deine Speisekammer oder in dein Bad oder in deinem Keller, wo auch immer du gerne anfangen möchtest. Nimm dir die Zeit. Nimm dir die Zeit. Ganz klare Ansage. Also da gibt es auch keine Ausreden. Ich meine, es gibt ja auch genügend Leute, die nicht sich die Zeit nehmen wollen, weil sie zum einen mit sich alleine sind und zum anderen das ja immer vor sich herschieben. Und die sich selber ja auch Freizeitstress machen, ganz bewusst, ne? Also ständig unterwegs sind, hier in dem Café und da noch Freunde treffen und da, ach, und die hast du auch lange nicht gesehen. Nein, fang mal bei dir an. Fang bei dir an. Da sind wir wieder bei dem Einleitungssatz. Und zwar auch hier mal kurz versuchen, so eine Art, na, wie so eine Art Bestandsaufnahme zu machen. Ja, so, wenn du zum Beispiel durchspielst, wie ähm, was siehst du, wenn du in deinen Kleiderschrank reinschaust, wenn du den öffnest? Was findest du davor? Ist es ordentlich oder unordentlich? Ist es sauber oder staubig? Ist es vollgestopft oder bunt oder sortiert? Oder gibt es vielleicht kaputte, zerschlissene Klamotten? Gibt es Kleidung, die du jahrelang nicht mehr getragen hast, die eigentlich raus könnten? Welche Qualität haben deine Möbel? Ist dein Kleiderschrank, also fühlt sich der gut an? Oder ist der vielleicht kaputt und denkst du, oh Mann, eigentlich müsstest du mal wieder einen neuen holen, weil er ist schon so alt, er ist schon 30 Jahre alt und 10-mal bin ich umgezogen und weiß ich nicht. Wie fühlt sich das alles an, wenn du nach Hause kommst und in dein Schlafzimmer gehst? Fühlst du dich dann wohl? Ähm, Nächste Frage. Ich gehe mal ein bisschen tiefer rein gerade, weil ich da so drin bin. Ich bin gerade im Flow. Und ich möchte, dass du daran teilhast, also dass du wirklich auch was mitnimmst aus dieser Podcast-Folge heute. Also, frag dich mal, lebst du alleine oder in Gesellschaft? Mit Mensch oder mit Tier, also wenn du in Gesellschaft lebst, bist du mit einem Menschen oder mit mehreren unter einem Dach oder hast du ein Tier oder mehrere? Und wenn du nach Hause kommst, was stresst dich beispielsweise, wenn du ja, an zu Hause denkst am meisten? Was stresst dich oder beunruhigt dich am meisten? Schreib dir das auf, was dir als allererstes in den Sinn kommt. Und die nächste Frage, die sich daraus aus meiner Sicht ableitet, ist, würdest du das gerne ändern? Ja, das ist im Büro ja genauso oder wenn ich in die Unternehmen gehe. Würdest du diese Sache gerne ändern? Dann ist die nächste Frage, wie könntest du es ändern? Ne? Viele wissen das ja gar nicht. Also die denken, ah, nee, geht nicht. Das geht alles. Das ist nur die Frage, wie. Weil man muss immer gucken, was für Alternativen es gäbe. Natürlich gibt es da auch Kompromisse, die man eingehen darf, ja. Aber was gibt es für Alternativen? Und versuch da einfach kreativ zu sein und dich nicht zu blockieren. Also nicht die ganze Zeit zu denken, nein, das geht nicht. Ach, was erzählt sie denn da? Sie hat ja gar keine Ahnung. Versuche all diese negativen Gedanken, die da gerade oben in deinem Kopf herumschwirren, auszublenden. Was gibt es für Alternativen, dass du diese Situation, die dich am meisten stresst, wenn du beispielsweise in dein Büro kommst, oder zu dir nach Hause, in dein Schlafzimmer oder in deine Küche,
die dich am meisten stresst? Wie kannst du es ändern? Und zu wann würdest du es ändern? Haha, da kommen wir also zum nächsten. Und du weißt, du kannst Sachen selber machen, du kannst Sachen delegieren und so weiter und so fort. Du musst dich nur entscheiden. Ja? Also um jetzt hier nicht zu sehr in die Tiefe zu gehen. Ich hoffe, du kannst nachvollziehen, was ich mit diesem Punkt meine, dein Leben zu vereinfachen. Ja, das ist ganz, 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 ganz wichtig und essentiell. Und ich würde dir auch gerne noch ein paar Tipps mitgeben, aber vielleicht ist es hier ratsamer, individuell einfach, dass du mir ein paar Kommentare, also schreib mir einfach das, was dich beschäftigt, unten in die Kommentare rein. Es gibt ja auch jedes Mal bei jeder Folge bei Instagram einen aktuellen Post, den ich veröffentliche unter B-Assisted findet ihr mich bei Instagram und dann schreib mir da einfach deinen Kommentar rein. Was gibt es für eine ganz spezielle Frage, die du hast, die du mir stellen magst? Da gehe ich gerne einfach dann detaillierter drauf ein, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen von dem Podcast. Und ich komme einfach mal zum dritten Schritt. Meine dritte Empfehlung, die ich dir heute mitgeben möchte, dass du mehr Klarheit in deinem Leben findest. Und zwar, viele haben damit ein Problem, das weiß ich. Es ist das Lernen, Nein zu sagen. Lerne, Nein sagen zu können. Und bedauerlicherweise kann ich auch da ein Lied von singen, da ich in gewissen Firmen tätig war, wo einfach wahnsinnig viel zu tun war. Und sowohl wenn man alleine ist und Dinge erledigen darf, als auch wenn mehrere Mitarbeiter im Raum sind, im Büro tätig sind. Auch da gibt es Momente, wo man einfach überladen wird mit Aufgaben. Und selbst wenn man gerade eine Aufgabe am Wickel hat und kurz davor sie zu beenden und dann der Chef schreit, kannst du bitte noch mal, hast du mal Zeit? Oder du selber als Chef denkst, du möchtest gerne deinen Kunden glücklich machen oder deine Mitarbeiter auch, ne? Oder dann musst auch du lernen, Nein zu sagen. Wenn Termine reinkommen, und zwar einer nach dem anderen, und du denkst, du musst verantwortlich sein und du hast hier wirklich Sachen zu koordinieren, etc., du musst lernen, Nein zu sagen. So simpel das jetzt auch klingt und du denkst, ja, schön sagt es, aber ich kann nicht. Du kannst, du musst es nur wollen. Und auch das ist ein blöder Spruch. Ich weiß, ich kann diese tollen Sprüche selber ja gar nicht mehr hören, weil sie einfach zu oft und zu belanglos in den Raum geworfen werden und dann schwirren sie so vor deiner Nase herum und grinsen dich an und denkst dir so, Mann, kannst du nicht endlich mal abhauen? Deswegen versuche ich ja mit Quint E einfach den Sachen ein Gesicht zu geben und sie authentisch zu machen, damit diese wunderbaren Weisheiten, die es ja noch und nöcher gibt von, was weiß ich, irgendwelche griechischen Sagen oder irgendwelchen Lao-Tses oder ich finde sie toll und das ist aber jetzt gerade auch alles. Und hier bei mir, in meinem Projekt und in meinem Office-Management und ich als Person, ich lege so viel Wert drauf, dass es authentisch ist, dass du beispielsweise zu gewissen Studien auch ein Gesicht bekommst und deswegen beispielsweise interviewe ich auch 100-Jährige. Ja? Diese Interviews mit den betagten Menschen ist ein ganz, ganz essentieller Hintergrund. Diese Studien und diese ganzen Meinungsumfragen und ein Hoch auf die Wissenschaft und die Forschung, wenn es die nicht geben würde, ja, dann wäre alles wahnsinnig anders heute. Also, wie gesagt, ich möchte hier nicht vergleichen oder richten, aber ich mag einfach den Studien und diesen Umfragen und diesen Daten und Fakten, die überall auf der Welt rumschwirren, die man überall auf den Medien, in den Medien sehen und hören kann. Die sind trocken, die sind staubig, die sind altmodisch. Es wird denen ein Gesicht gegeben und zwar authentisch, mit authentischen Botschaften. Und du kannst bei meinem Podcast Menschen sehen, die haben ein Gesicht und die werden gefragt nach, was ist beispielsweise deine Quintessenz in deinem Leben und nicht einfach nur irgendeinen Weisheitsspruch irgendwo in eine PowerPoint reingebappt.
Es sind Menschen dahinter und es ist authentisch. Und ich liebe das. So, also lerne Nein zu sagen. Das ist ganz wichtig. Ich kenne diese Schwierigkeit, weil ich im Büro auch war, hier und da und dort und es ist so schwierig, Nein zu sagen. Das ist aber ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt in unserem Leben, sowohl im privaten wieder als auch im beruflichen. Vor allen Dingen auch zu unterteilen, also dass du auch, wenn du mal Ja oder Nein sagst, auch Ja oder Nein meinst. Und das ist nicht nur, wie propagiert wird, ein Frauenproblem. Ja, man sagt ja immer, okay, Frauen wissen nicht, was sie wollen, weil sie sagen Ja und meinen Nein. Nein, dem ist nicht so, unabhängig davon, dass ich für mich dafür überzeugt bin, dass ich auch wirklich Ja sage, wenn ich Ja meine, weil ich sehr direkt bin. Also ich versuche immer geradeaus zu sein und manchmal sage ich auch die Wahrheit, die Leute nicht hören wollen. Das weiß ich, das tut auch manchmal weh, aber dann ist das halt so. Und Männer können genauso Nein sagen und Ja meinen oder nicht genau wissen, ja, so wenn du einen Termin hast, der reinkommt und denkst so, verdammt, das überschneidet sich gerade mit einem anderen Termin, der dir wahnsinnig wichtig ist, dann sage nein, du musst das, du bist Unternehmer, du musst gerade ausdenken und du musst konstruktiv und effektiv sein, ja, sonst funktioniert das nicht. Also entweder du legst den Termin später oder nimm einfach einen anderen Tag. Es wird eine Möglichkeit und eine Lösung gefunden, du musst es nur wollen und du musst es umsetzen. Und Rumgeeier ist sowieso tödlich. Also in der Wirtschaft ist ein Rumgeeier tödlich, das geht nicht. Es macht auch nicht, also nee, authentisch wollte ich jetzt nicht sagen, es macht ein ganz anderes Image dann auf einmal, wenn ein Kunde dir gegenübersteht und du irgendwas schiebst und druckst und da gucken wir mal so, na, wie sieht denn das aus? Wie wirkt denn das auf den Kunden? Ja, also versuch dich mal in die Situation reinzuversetzen des anderen. Ja, wenn man, also, ich muss mal ganz kurz auf meinen Spickzettel gucken. Wo war ich denn, den roten Faden? So, wenn du zum Beispiel im Privaten, ja, also du möchtest ja auch alle glücklich machen, ja, und kannst es aber nicht und du bist beispielsweise ausgelaugt, ja, mit deinem Termin kommst du in Bredouille und im Nachgang entschuldigst du dich. Also kommst nach Hause, weil dein Termin länger ging und es nicht alles gepackt hast oder auch beim Kunden, ne? Und dann kommst du zu spät. Und immer wieder gibt es Momente, wo du Ja gesagt hast, aber eigentlich Nein meintest. Und dann kannst du dich im Nachgang entschuldigen. Ja, das ist also auch nicht so schön. Kommst zu spät zu Meetings, vergisst To-Dos, lieferst unter Umständen etwas verspätet als abgesprochen oder man nimmt sich die Arbeit mit nach Hause. Ja, habe ich vorhin schon kurz erwähnt. Man ist rund um die Uhr erreichbar und alles zieht sich wie ein Rattenschwanz mit sich. Also ja, ich glaube, du kannst vielleicht auch ein Lied davon singen. Ja, also solche Szenarien, die waren in meinem Leben natürlich auch präsent und ich sage dazu einfach nur, noch einmal, essen, schlafen, arbeiten. Raus damit, weg damit. Und du musst lernen, Nein zu sagen. Denn wenn du irgendwann umkippst, wie gesagt, dann hat ja auch hier wieder mal keiner was davon. Ja, dein Körper signalisiert dir dann leider zu spät, dass es soweit ist und du dir eine Auszeit nehmen darfst. Also nimm dir diese Auszeit vorher, ja. Wenn du also merkst, dass du gerade an deine Grenzen stößt, dass du überarbeitet bist, dass du nachts nicht mehr richtig schlafen kannst, dass du einfach zu viel grübelst. Ja, es sind Sachen, ich weiß, es gibt auch in meinem Kundenstamm Leute, die in der Wirtschaft sehr weit oben stehen, die essentielle Entscheidungen zu treffen haben, die sehr weit oben sind, die in der Öffentlichkeit stehen, etc. Ja, also man hat definitiv Druck, aber auch da, Leute, ihr seid alles Menschen wie du und ich. Und deswegen ist dieser Podcast, also meine Arbeit hier auch mit dem Du. Ich möchte dir entgegnen auf selber Ebene und ich möchte dich direkt erreichen. Und deswegen spreche ich so direkt auch zu dir.
Und ich weiß, dass du mich irgendwo auch verstehst und dass du mich fühlst und dass du mich hörst. Und ja, selbst wenn du einer bist, der wahnsinnig viele Mitarbeiter hat, der eine Maschinerie erschaffen hat, die er vor Jahren nicht einmal daran geglaubt hätte, dass das überhaupt geht. Und du denkst so, bin schon wieder voll gefangen, dann musst du konsequent sein und dir immer mal wieder Pufferzeiten schaffen. Weil auch dann kippst du einfach um. Ja, gibt genug Leute, die einen Schlaganfall gekriegt haben oder einen Herzinfarkt und dann im Krankenhaus lagen und so verdammt. Ja, aber da will ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Es gibt so unzählige Beispiele auch aus meinem Bekannten- oder Freundeskreis, die unsagbar viel geleistet haben und ständig unterwegs sind oder viel Verantwortung haben. Es gibt ein Beispiel, fällt mir gerade ein. Ja, das ist diesmal kein Kunde gewesen, aber dennoch ein ja, langjähriger Bekannter. Und der war starker Raucher und der hat einen sehr hohen Kaffeeverbrauch. Nun waren die Umstände eines Morgens in aller Früh so konzentriert aufeinander getroffen, dass er auf dem Weg zur Arbeit im Auto einen plötzlichen Anfall bekam und, oh Gott, er hatte Dutzend Schutzengel um sich herum, ja. Er hatte Glück im Unglück und durfte danach komplett seinen Alltag umstellen, weil das Risiko einfach zu groß war, dass sich genau diese Situation wieder wiederholt. Und es ist unglaublich, also ich meine, wenn du selber so eine Momente schon durch hast, dann weißt du ganz genau, wovon ich gerade spreche. Ja, weil man dem Tod einfach auch so nahe gewesen ist und plötzlich aufwacht. Ja, ich wünsche niemandem ein solches Erlebnis, doch das Leben, das weiß ich wahrscheinlich auch nicht anders zu helfen und versuche dich damit einfach daran zu erinnern, dass du auf deine innere Ausgeglichenheit achtest. Ja, wenn du also nicht darauf hörst, dann wird es so lange weitermachen und dir eine Backpfeife nach der anderen ins Gesicht geben, bis du irgendwann endlich wach wirst. Und wie gesagt, wenn du dann nicht handelst, dann bist du selber schuld. Sorry, wenn ich das jetzt so deutlich sage, aber du bist selbst schuld. Ähm, Du achtest nicht auf das, was deine Seele dir sagt oder dein Geist dir sagt. Nee, dein Geist nicht, weil dein Geist sagt immer, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Du schaffst das, du kannst das, du bist das. Ne? Nein, 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 nein. Es tut immer weh, wenn man die Wahrheit hört. Ich weiß. Aber wenn du einfach so weitermachst wie bisher, ne, du bist in so einem Rattenschwanz dem gefolgt und du bist in einem Hamsterrad gefangen und machst weiter wie bisher, dann explodiert irgendwann die Bombe und dann ist Schluss mit lustig. Ja? Und ich möchte das nicht. Und deswegen freue ich mich ganz, ganz doll, dass du hier diesen Podcast anhörst. Und ich wünsche mir ganz, ganz doll, dass das tief in dich, ja, dass das so ankommt bei dir und dass sich da ein bisschen was bewegt in deinem Kopf. Und wenn du auch manchmal diese betagten Herrschaften hier hörst bei mir im Interview, dann spricht da so viel Weisheit und so viel Leben und wie die das gemacht haben und gemeistert haben, auch in schwierigen Situationen, dann lass dich davon inspirieren und nimm was mit und setz das in deinem Leben um, weil die Erfahrung zeigt ja, dass es geht, ja. Und kein Schwein, Entschuldigung, wenn ich das so direkt sage, aber kein Mensch in China beispielsweise interessiert es, wenn ich heute umkippe. Ja, wenn ich einfach umkippe und nicht mehr da bin. In Australien interessiert es keinen Menschen, wenn in China eine Feldarbeiterin auf einmal umkippt. Das interessiert niemanden. So hart es klingt. Deswegen achte auf dich und was deine innere Stimme dir sagt. Ja, komm wieder zurück. Mach mal für dich wirklich jetzt eine Bestandsaufnahme, wie dein aktueller Alltag aussieht. Ich fasse das also jetzt nochmal zusammen. Ähm, Gucke mal, was deine 7-Tage-Woche hergibt. Hast du ein Gleichgewicht in deinen Zeiten, ja, Arbeit, Freizeit, deine Erledigung, deine Termine, deine Familie und deine Auszeiten, ja? Oder ist da ein Verhältnis, ja? Versuch da einfach mal zu gucken, dass du ein bisschen mehr in deine Mitte kommst und dass das ein wenig klarer für dich wird. Und erkenne und ja, und dann setze einfach mal die erste simple Sache um und vereinfache dein Leben.
Und der dritte Aspekt, ne, also Bestandsaufnahme, vereinfache dein Leben. Der dritte Aspekt ist, der dritte Schritt ist, lerne Nein zu sagen. Lerne Nein zu sagen und es tut dir wirklich wesentlich besser. Und wow, jetzt habe ich aber gerade ganz schön viel geblubbert. Und ich danke dir ganz, ganz doll fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, wenn du einfach nächste Woche wieder einschaltest, wenn dir mein Podcast gefällt. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du bei iTunes oder wo auch immer du diesen Podcast hörst, ja, bei iTunes oder Soundcloud. Du kannst mich hören bei, wie heißt es, 1, 2, 3. Du kannst es bei YouTube sehen, ja, es ist alles kostenlos. Der Podcast, der ist kostenlos. Und Spotify, genau, du kannst den Podcast auch auf Spotify hören, wenn du den bewertest mit 5 Sternen, weil ich dann einfach leichter gefunden werde. Ja? Gefällt mir, den Daumen hoch, bewerte mich und kommentiere gerne. Wie gesagt, dienstags immer auch bei Instagram und stell mir deine Fragen oder Anregungen, wenn du hast. Freue mich ganz wahnsinnig. Ich lese jedes Kommentar dort und finde es einfach toll, dich zu sehen und dir nahe zu sein und zu wissen, dass du da bist. Und nicht einfach nur so ins Mikro blubbern und gucken, gefällt dir das jetzt? Also lass es mich wirklich wissen. Und jetzt möchte ich gerne einfach für heute dir noch einen super, super schönen Tag wünschen und genieß den Moment, lass jetzt einfach mal sacken und ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ich sage nur Puder wieder und schön, dass es dich gibt. Adios, deine Beatrice.